2021 geht zu Ende. Wir von Veto blicken zurück auf erfolgreiche Spendenaktionen, Tierschutzkampagnen und Notfälle, die uns sehr bewegt haben. Sieh dir mit uns die wichtigsten Meilensteine des Jahres an. Zum Ende der Jagdsaison in Spanien werden Jahr für Jahr jagduntaugliche Galgos einfach aussortiert. Die Tierheime in Spanien werden überschwemmt von ausgemergelten, verletzten und traumatisierten Hunden. Mit der Galgo-Themenwoche machten wir aufmerksam auf das Leid der spanischen Jagdhunde. Prominente Unterstützerinnen wie Simone Sombecki, Svenja Huth, Leslie Clio und Ursula Löckenhoff gaben den Galgos ihre Stimme und sorgten mit uns für Sichtbarkeit und Aufklärung. Gemeinsam sammelten wir bei der Spendenaktion Hilfe für Galgos in Not weit über 19 Lkw mit nahrhaftem Futter für die Tierschutzvereine vor Ort in Spanien. Als starker Partner stand uns Bosch Tiernahrung zur Seite und spendete zusätzlich 16.000 € für die dringende medizinische Versorgung der aussortierten Galgos. Im Sommer beginnt für die Straßen- und Tierheimtiere in den beliebten Urlaubsländern Europas der Kampf ums Überleben. Die Hitze ist enorm und sie finden kaum Wasser und Nahrung. Hinzu kommt, dass der Sommer die Zeit des Jahres ist, in der am wenigsten gespendet wird. Mit unserer Spendenaktion Futter für die Vergessenen leisteten wir wichtige Hilfe für 8 Tierschutzvereine in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. Mehr als 20 Lkw-Ladungen Futter machten sich auf den Weg zu den Vierbeinern, damit sie die spendenarme Jahreszeit überstehen. Waldbrände, Hochwasser und tragische Schicksalsschläge. Auch 2021 gerieten Tierschutzvereine in Europa unverschuldet und plötzlich in Not. Mit Futterspenden aus unserer Notfallwunschliste konnten wir schnell handeln und die Tiere in Katastrophengebieten oder anderen Notlagen mit ausreichend Futter versorgen. Jedes Jahr werden in Deutschland im Hochsommer Hunde einfach im parkenden Auto zurückgelassen. Ihnen droht der Hitzetod. Gemeinsam mit unserem Partner Zookauf machten wir auf die Gefahr der Hitzefalle Auto aufmerksam, damit kein Tier im überhitzten Fahrzeug leiden muss. In Europa leben Millionen Hunde und Katzen auf der Straße. Mit 15 Lkw-Ladungen Futter konnten wir 12 Vereine unterstützen, die sich in 6 Ländern der schutzlosen Tiere annehmen. Dank der Geldprämie, die alle teilnehmenden Vereine automatisch erhalten, konnten die Tierschutzorganisationen Kastrationen durchführen, um eine unkontrollierte Vermehrung der Straßentiere einzudämmen. Bei der Veto-Futterhilfe, die 2021 ins Leben gerufen wurde, wurde immer ein Tierheim aus Europa in den Fokus gerückt. Für jede teilnehmende Tierschutzorganisation sammelten wir einen kompletten Lkw mit Futter. 17 Vereine aus ganz Europa konnten so ihre Futterlager füllen. Unser Highlight des Jahres war der Spendenmarathon für Tiere. Auch 2021 haben wir unsere starke Community aus Tierfreundinnen und Tierfreunden, prominenter Unterstützung und Partnern mit Vision mobilisiert, um mit Europas großer Futterspendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere Großes im Tierschutz zu bewegen. Gemeinsam haben wir 50 Tierschutzvereine in Europa mit nahrhaftem Futter versorgt, damit ihre rund 40.000 Schützlinge sicher über den eisigen Winter kommen. Zum Schluss bleibt nur noch eins zu sagen: Danke. Danke an alle Spenderinnen und Spender, die anerkennen, dass Hunde und Katzen Teil unserer Gesellschaft sind. Danke an unsere starken Partner und Unterstützerinnen und Unterstützer, die den Tierschutz mit unterschiedlichen Maßnahmen vorangebracht haben. Und natürlich danke an alle Menschen, die sich Tag für Tag vor Ort um die schutzlosen Hunde und Katzen kümmern. Euer Einsatz verdient höchsten Respekt. Nur gemeinsam werden wir auch 2022 unserer Vision ein Stück näher kommen. Eine Welt, in der alle Hunde und Katzen sicher versorgt sind. Danke, dass auch du ein Teil davon bist.